Dieser Guide hier ist für alle von euch, die einen Face Tank AoE Ringmaster spielen wollen. Ein kurzes Vorwort. Ringmaster ist tatsächlich einer der komplexeren AoE-Charakter, da man verschieden spielen kann. Und vor allem eine Sache ist wichtig, auf die ich jetzt natürlich gleich auch noch eingehen werde. Zuallererst mal, dieser Guide ist natürlich vor allem an Free-to-Play-Leute gerichtet. Das heißt, wir gehen von nicht so gutem Equipment aus, von keinen Power-Ups, kein High-Level Supported und natürlich jetzt auch nicht immer den höchsten Upgrades. Wovon wir allerdings schon ausgehen wollen, weil sonst hat man auf jeden Fall eine schwierigere Zeit. Es ist definitiv möglich, einen komplett solo-unabhängigen AoE Ringmaster zu spielen als Face Tank AoE, also nur mit einem RM im Endeffekt. Besser jedoch funktioniert es natürlich trotzdem, wenn man zusätzlich von einem Supporter, von einem RM supported wird oder sogar Dual AoE mit einem anderen RM, einfach aufgrund dessen, dass die RM-Skills halt gut stacken mit Merkaba und Heal Rain, Doppel-Heal, Doppel-Damage und so. Funktioniert einfach einwandfrei, wenn einer sich ein bisschen als Tank opfert und pullt und der andere AoE dann nur mit rein oder so. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und generell einfach einen zweiten Heal zu haben, ist einfach extrem stark und macht einen nahezu unbesiegbar. Das heißt, das will man eigentlich wirklich haben, aber wenn man es nicht hat, funktioniert es auch. Zu den Stats vom AoE Ringmaster ist es grundsätzlich so, von Full Int bis ein bisschen STA ist alles möglich. Hier ist es halt mal wieder davon abhängig, wie ihr persönlich aufgestellt seid. Wenn es wirklich euer erster Charakter zum Beispiel ist oder auch nicht, Free-to-Play unabhängig, dann macht das natürlich teilweise einen Unterschied. Eventuell habt ihr schon Power-Ups, ihr habt Zugriff auf besseres Equipment etc. Aber wir gehen jetzt natürlich hier wieder von wenig bis kein Equipment aus. Und entsprechend würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr 50 STA auf Level 60 stattet, ist das absolut einwandfrei. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, bis zu 80 vielleicht, aber wirklich nicht mehr. Also ich würde es wirklich bei 50 und wenn möglich auch noch weniger lassen, weil ihr wirklich diese Int braucht, um überhaupt Damage zu machen. Je weniger Int ihr habt, desto weniger Damage werdet ihr machen. Und Damage wird letztendlich, also ihr habt nur einen Skill, der wirklich viel Damage macht, wenn ihr vor allem Full Int seid. Und das ist eben Merkaba. Und wenn der kein Damage macht, dann funktioniert AoE schon mal nicht ganz so gut, muss man auf jeden Fall sagen. Das heißt, ihr wollt wirklich Int. Außerdem erhöht Int auch eure Buff-Level, das wiederum macht euch auch wieder mehr Tanky und so. Also auch da hat es wieder eine Doppelwirkung wie bei den meisten Klassen und Int ist extrem von Vorteil. Kommen wir zu den Buffs und Skills vom RM. Das ist jetzt sehr ausführlich, man könnte über jeden Skill wahrscheinlich relativ lange reden. Grundsätzlich ist es so, auf Level 60 müsst ihr auf jeden Fall Merkaba maxen, weil das euer Main Damage Skill ist, euer Main Skill, mit dem der AoE grundsätzlich überhaupt funktioniert. Das ist wirklich das Wichtigste. Dann braucht ihr Pref auf Max und Stonehand auf Max, das ist euer Toolkit. Stonehand sorgt dafür, dass Monster gestunt werden von Merkaba. Pref sorgt dafür, dass ihr nicht stirbt oder sterbt. Das ist eure permanente Heilung mehr oder weniger, ohne dass ihr euch actually healen müsst. Das ist extrem cool, weil ihr da nicht aktiv was casten müsst, sondern ihr castet es einmal. Das ist dann passiv einfach auf euch drauf. Und wenn eure HP unter 15% fällt, dann werdet ihr zu 100% geheilt. Hat eine 8 Sekunden Abklingzeit, könnt ihr danach wieder aktivieren und dann ist es wieder aktiv. Das heißt, eure HP sinkt wieder extrem stark. Ihr werdet wieder einfach voll geheilt. Dadurch fällt einfach auch der Heal-Struggle vor allem am Anfang weg und ihr könnt euch erstmal an RM gewöhnen. Später, wenn die Monster mehr Schaden machen, kann es sein, dass ihr dann irgendwann mal ein bisschen mehr gegen healen müsst, ja, wenn ihr große AoEs ziehen wollt zumindest. Da ist dann Pref natürlich genauso wichtig, aber da wird dann Heal relevanter. Aber am Anfang ist es relativ chillig, weil man da nicht extrem stark aufs Heal angewiesen ist. Apropos Heal, also ich persönlich würde es relativ niedrig lassen, möglichst auf 3, falls das geht. Am Anfang solltet ihr, wenn ihr das CW-Set tragt, kommt dann alles später noch, grundsätzlich eigentlich keine Probleme haben, was das angeht. Bedeutet einfach so viel, wie ihr, wie schon gesagt, mit Pref und Stonehand habt eigentlich Möglichkeiten und im Rüstungsset so wenig Damage zu bekommen, dass ihr nicht unbedingt aufs Heal angewiesen seid. Und aufgrund dessen ist es auch bei den Buffs so, dass ich persönlich Mantis sein, Patience, Heap Up und Cat's Reflex präferieren würde. Das sind eure vor allem extrem defensiven Werte, die erhöhen eure HP extrem, Blockrate und natürlich eure Int. Int wiederum erhöht eure Heilung, eure Buffhöhe, einfach alles, euren Schaden. Wichtigster Skill eigentlich bei RM. Und dann würde ich erst Haste machen. Weil man natürlich sagen muss, Haste ist natürlich nicht unwichtig, weil je schneller ihr castet, desto schneller könnt ihr auch Pref reaktivieren, gegen Heal, Merkaba, einfach viel mehr machen. Deswegen ist es nicht unwichtig, aber von den 5 Buffs würde ich jetzt als letztes maxen. Genau. Damit sind wir bei RM eigentlich fertig. Also die Buffs, die ich nicht genannt habe, sind dann relativ unwichtig. Cannonball wäre dann von den dreien, also Beef Up und Accuracy braucht ihr überhaupt nicht. Cannonball ist nicht schlecht, aber extrem unwichtig. Als allerletztes machen. Genau. Und dann Ringmaster.
Merkaba haben wir schon. Protect ist dann auch gut, erhöht eure Verteidigung um 10%. Das ist auch wieder ein sehr defensiver Skill. Also auch sobald es nur irgendwie geht, kann man das machen. Dann haben wir noch SF ab Level 65, erhöht euren Schaden. Also falls ihr Skillpunkte dafür habt, definitiv mindestens auf 1 auf jeden Fall skillen. Und Holy Guard ist hier tatsächlich auch kein schlechter Skill, wobei ihr den jetzt auch nicht unbedingt präferieren solltet am Anfang. GT zum Beispiel auf Level 75 wäre wichtiger, Heal Rain auf Level 70 wahrscheinlich auch wichtiger. Holy Guard ist halt so ein Skill, der erhöht den Widerstand gegen kritische Treffer, was im Endeffekt einfach bedeutet, ihr habt noch mehr Widerstandsfähigkeit gegen den Schaden der Monster. Das heißt, das ist der Skill, den man castet, wenn man stehen bleibt, nachdem man gepullt hat und die Monster kommen und alle gelaufen. Ihr macht Merkaba, euer Stonehand fängt an zu procken und dann macht ihr Holy Guard zusätzlich zu oder vor eurem Heal, sorgt wie gesagt einfach für eine weitere Widerstandsfähigkeit und kann euch am Leben halten. Würde es keinen riesigen Unterschied machen, könnt damit experimentieren, wenn ihr merkt, okay, es bringt eigentlich nicht wirklich was, macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich es cast oder nicht, dann kann man es aus der Rotation auf jeden Fall rauslassen. Und dann wäre am Ende noch interessant Barriere des Lebens oder Barrier of Life. Das ist so der ultimative Defense-Skill von Ringmaster, hat aber auch eine extrem kurze Basiszeit und eine extrem hohe Abklingzeit. Das würde ich persönlich sagen, ist mehr so der Survival-Skill, also definitiv auch der Skill, den man casten kann, zum Beispiel nach Holy Guard oder vor Holy Guard. Also ist halt erst ab Level 100, deswegen erst so spät. Aber wenn ihr dann stehen bleibt, könnt ihr zum Beispiel Barriere des Lebens casten, die euch wiederum wesentlich besser beschützt als jeder andere Skill im Spiel. Allerdings halt wirklich nur für 2 Sekunden. Das heißt, auf diesen Skill würde ich mich jetzt nicht so verlassen im Sinne von, ihr könnt da nicht mehr sterben. Weil sobald diese 2 Sekunden vorbei ist, könnt ihr sehr wohl wieder sterben. Und ja, also ist nicht schlecht. Ich würde es persönlich wahrscheinlich erst Joker-Skill benutzen, wenn ich merke, es klappt irgendwas nicht oder ich habe zu viele Monster. Ich muss nochmal raus aus der AOE oder ich habe was vergessen, meine Buffs laufen aus oder sonst irgendwas. Dafür würde ich persönlich es eher benutzen. Aber man kann es auch einfach benutzen, wie gesagt, fertig gepullt, man bleibt stehen, castet Barriere des Lebens, wenn die ganzen Monster kommen, dann macht man in Ruhe sein Merkaba, Holy Guard, whatever, was man noch aktivieren muss, healt und hat einen chilligen Start in die AOE. Welcher Skill dann noch relevant sein könnte für euch ist Burst Crack für ein Dual-Setup. Warum das aber nicht ganz so relevant ist, vor allem nicht, wenn ihr Free-to-Play spielt, das kommt dann später nochmal. Beim Cloak habt ihr die Wahl zwischen 8 Int oder 8 STA. Würde ich halt je nachdem wieder entscheiden, sind eure Statpunkte mehr auf Int, dann würde ich eher zu STA tendieren. Also ihr wisst, okay, ich brauche das nicht, dann natürlich Int. Ansonsten immer STA, wenn ihr noch mehr Verteidigung braucht. Das Pad sollte auf jeden Fall ein HP-Pad sein, definitiv. Ich würde hier nicht zum Fox greifen, einfach aufgrund dessen, dass ein Fuchs echt gut sein muss, bis er genug Int gibt, dass er wirklich einen elementaren Unterschied macht. HP-Pads hingegen sind verhältnismäßig günstig für den HP-Wert, den sie geben und können euch entsprechend einen riesigen Unterschied machen, was das Tanken angeht, wie viele Monster ihr tanken könnt, wie viel HP ihr einfach habt. Deswegen würde ich zum HP-Pad greifen. Beim Schmuck ist es so, natürlich wollt ihr Int-Ringe haben, also das ist wirklich etwas, wo man eher nicht verhandeln will. Grundsätzlich als Ohrringe würde ich dann tatsächlich sagen Penseros plus 1 am Anfang auf jeden Fall. Und da ist es aber so, hier beim AOE-RM könnte sich tatsächlich Speedos anbieten. Allerdings ist meine persönliche Meinung von Speedos plus 1 recht schlecht, weil Speedos plus 1 bringt nur ganz wenig Blockrate. Meiner Meinung nach überwiegen Penseros plus 1 im Nutzen stark gegenüber Speedos plus 1, vor allem am Anfang, vor allem im Early Game, wo Def noch einen wirklich krassen Unterschied macht. Also ich finde Penseros plus 1 zum Beispiel auf Level 60, der Unterschied ist krass. Also wenn du 2 Penseros plus 1 plötzlich trägst, machen die Monster gefühlt literally 30% weniger Schaden pro Hit. Also das merkt man so extrem. Und dagegen das bisschen Blockrate von Speedos plus 1, finde ich, ist dagegen ein Witz. Wenn man jetzt allerdings Speedos plus 2 oder sogar 3 hat, dann reden wir hier natürlich von einer ganz anderen Welt, ja, vor allem High-Level dann. Also kann man auf jeden Fall spielen, würde sich anbieten, kostet aber extrem viel Geld. Also erstmal Penseros plus 1 reichen auf jeden Fall. Necklace würde ich dann tatsächlich auch eher sagen, die HP-Necklace. Zur Waffe. Euer Element ist vollkommen egal. Eure Sockel sollten eher Int sein als Fähigkeitsschaden, weil von Int profitiert ihr doppelt. Einerseits durch Buffstärke, einerseits durch Schaden. Und STA ist halt so, naja. STA-Sockel bringen halt nicht so viel wie Int-Sockel, kann man einfach sagen. Deswegen würde ich hier, wenn dann, zu Int raten. Sockel ist sowieso etwas, was man eher im High-Level macht. Ja, also das Equipment-Upgraden sowieso immer lieber kaufen. Und ja, Sockel sind jetzt im Low-Level sowieso nicht so wichtig, machen nicht so einen krassen Unterschied. Die Karten sind auch relativ schlecht, also
ja, da würde ich mich erstmal sowieso eher von fernhalten. Als Skill-Damage wollt ihr natürlich mehr Kaba-Schaden haben, ist euer Main-Damage-Skill, eigentlich euer einziger wirklicher Damage-Skill. Entsprechend natürlich mehr Kaba-Schaden, so viel wie nur irgendwie geht. Und genau. Zu den Set-Upgrades ist es wie immer, also Minimum +5. +5 ist super einfach, kann man mit Esper Glows selber machen. Wenn ihr allerdings die Möglichkeit habt, kauft euch lieber ein Set, das eventuell auch ein bisschen gesockelt ist. Als Sockel am Anfang definitiv HP-Rate. Rein theoretisch könnte man auch Angriffskraft nehmen, weil man irgendwann so sicher ist, dass man nicht sterben kann und man mit einfach noch ein kleines bisschen mehr Damage. Sieht man aber relativ selten, also wenn dann mal auf einem Revenis-Set, im High-Level vielleicht mal bei einem Ringmaster, aber grundsätzlich ist HP so das Erste, was ihr nehmt. ATK ist dann wirklich so, wenn ihr sagt, ich bin so krass, ich kann jetzt so fest AOEen, dann kann ich auch ATK nehmen. Am Anfang würde ich definitiv zur HP-Rate raten. Und wie gesagt, +5, +6 reicht erstmal, genauso wie 2, 3 Sockel mit HP-Rate am Anfang, also bis Level 105. Ab Level 105 wäre dann +8 Set wirklich nicht schlecht. Als Face-Tank ist es tatsächlich so, dass ihr von einem Set +8 oder sogar +10 extrem profitiert. Wegen HP und Blockrate. Also wenn ihr die Möglichkeit hättet oder das Budget hättet, dann wäre es auf jeden Fall nicht schlecht. Also hier ist wirklich je höher, desto besser bei Ringmaster. Davon profitiert man wirklich stark. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, ist auch nicht schlimm, aber ab 105 zumindest auf +8 anpeilen wäre auf jeden Fall wichtig. Und natürlich auch die 4 Sockel ab Level 105 sollten auch am Start sein. Mit mindestens 16% HP. Dann zu den Sets selbst. Also hier ist es wie immer so, ich würde zum CDW-Set empfehlen. Das heißt entweder Yuandine, das seht ihr jetzt hier im Screen, oder Rashadine. Das ist das Level 50er CW Assistant Set. Wie gesagt, das +5 machen mit 1 oder 2 HP-Rate stocken und ihr seid extrem tanky am Anfang. Zusätzlich zu Pref und Stonehand kann euch dann eigentlich nichts töten normalerweise. Das ist so das ultimative Equipment bis einschließlich oder bis Level 75. Diese ersten Level, wo ihr noch eure ganzen anderen Skills freischaltet, wie GT, E-Rain und so weiter, über die wir vorher gesprochen haben. Das sollte euch den Start eigentlich extrem erleichtern und euch perfekt in die Übungsphase bringen, wie man AOERM spielt und euren eigenen Spielstil festlegen, weil ihr damit eigentlich wirklich sehr gut fahren solltet. Ab Level 75 ist es dann so, dass man schon zum Pax-Set wechseln möchte. Nicht unbedingt hier wegen der Cast-Time, vielmehr wegen dem Skill-Damage. Wie schon vorher gesagt, ist die einzige Quelle vom AOE-RM Int als Schaden. Und das heißt, es ist wirklich nicht schlecht, wenn man noch ein bisschen mehr Schaden rauskitzeln kann hier mit Skill-Damage. Außerdem gibt das Set auch HP-Rate. Das heißt, es gibt uns eigentlich fast alles, was wir wollen. Das Einzige, was hier eigentlich fehlt, ist so Blockrate ein bisschen. Das wäre noch nicht schlecht, so 5 oder 10% Blockrate. Dann wäre das Set wirklich ultimativ, aber ist halt leider nur ein 75er-Set. Das heißt, es hat nicht alle Werte, die wir wollen und die wir brauchen. Und ja, es ist aber definitiv wirklich hier auch mit dem CW-Set weiter zu tanken. Beim CW-Set ist es halt so, ihr werdet weniger Schaden bekommen. Also das CW-Set sorgt dafür, dass ihr viel mehr Def habt quasi. Beim Pax-Set ist es halt so, ihr macht selbst mehr Damage, habt mehr HP, habt mehr Cast, aber kriegt mehr Damage. Da kann man halt quasi abwägen, ausprobieren vielleicht mit einem cleanen Pax-Set erstmal oder halt einem Pax-Set, das man clean gekauft hat und +5 gemacht oder so, kann man mal ein bisschen rumprobieren. Ich persönlich sehe mich schon beim Pax-Set, einfach wegen dem Damage, wie gesagt. Und es sollte eigentlich durch Breath und Stonehand etc. unsere Verteidigungsmechanismen jetzt nicht so schlimm sein, wenn wir ab dem Zeitpunkt wieder ein kleines bisschen mehr Damage bekommen. Aber wie schon gesagt, das kann man dann je nach Equipmentstand des jeweiligen Spielers nochmal selber gucken. Dann ist es so, dass wir mit 105 die Option hätten, auf ein Ultra Cast Time Set zu wechseln, das auch Heilungsbonus hat. Das finde ich persönlich nicht so gut. Einfach aufgrund dessen, dass man das AOEM zwingend nicht so viel Cast Time braucht. Und entsprechend würde ich, wenn dann, eher zum Rimith-Set wechseln. Das ist vor allem in der Wüste wahrscheinlich relevant, denn die Wüste in Darkon 3, was so der einzige Levelort ist ab 105, wo man wirklich aktiv leveln kann, ist halt extrem mies. Die Monster machen extrem viel Damage, die gehen dann wirklich heftig auf die Nerven. Und das Set sorgt zum ersten Mal dafür, dass wir auch mehr Blockrate bekommen. Blockrate ist hier halt wieder so ein wichtiger Wert als Face-Tank, den wir einfach brauchen. Gibt uns außerdem HP, Crit Resist und ein bisschen Cast-Time, zumindest weil die Cast-Time wieder zweitrangig ist, das ist nicht das Wichtigste, was wir brauchen, kann man auf jeden Fall machen. Dann 120, endlich ultimatives AOE-Set. Wir bekommen PvE Damage, PvE Damage Reduction, wir bekommen Cast Time, wir bekommen Blockrate und wir bekommen 25% HP-Rate. Ultimatives AOE-Set. Wir bekommen sogar einen Heilungsbonus, den habe ich noch abgeschnitten. Das wollt ihr haben. Also ab 120 braucht ihr Revenio oder Revenis-Set. Das ist unabdingbar, das ist das ultimative AOE-Set. Das müsst ihr haben. Und ist einfach extrem wichtig.
Und dann ist es im Endeffekt so im High-Level, dass man das Revenius-Set nochmal bekommt, und zwar hier als Renes-Set. Das ist basically das gleiche Set, alle Werte nochmal im Endeffekt um 5% erhöht, kann man fast sagen, und ist einfach nochmal das Nonplusultra im High-Level. Hier hat man auf 130, 135 meine ich natürlich, die Option auch nochmal auszuwechseln, theoretisch. Aber auch hier sehe ich es persönlich nicht so gut eigentlich, weil man einfach diese Option von dem Kainos-Set nicht wirklich als AOE-RM braucht. Dann kommen wir zu den Sticks. Bei den Sticks ist es auch wieder so, wie wir es vorher schon gesagt haben, Cast Time wollen wir eigentlich nicht zwingend haben. Wir wollen mehr defensive Werte. Entsprechend gehen wir hier zuallererst auf den Guardian Stick. Der wäre schon echt wichtig mit Level 60. Denn einerseits deswegen Level 60 ist hier der springende Punkt, weil auf Level 60 kann man schon mehr Carber-Damage auf der Waffe haben. Das heißt, Guardian Stick ist hier der erste wirklich Stick mit einem Wert drauf, wo auch mehr Carber drauf sein kann. Außerdem gibt er uns 15% HP-Rate und 7 Int. Also es sind genau die Werte, die wir wollen. Cast Time, wie gesagt, sekundär. Brauchen wir nicht zwingend, nicht so viel. Vor allem nicht am Anfang. Und entsprechend wäre das so hier das Nonplusultra, ein Guardian Stick mit mehr Carber. Historic Stick kann man dann auslassen, weil der gibt uns einfach nur Cast Time und 30% MP. Vor allem dieser 30% MP-Wert ist halt irgendwie so ultra random. Wenn das HP wäre, dann wäre es natürlich geil. Ansonsten ist das hier irgendwie so ein bisschen unnütz, das Ding. Auf Level 90 haben wir dann den nächsten Stick, den wir unbedingt haben wollen. 20% HP und 15 Int. Basically einfach der bessere Guardian Stick. Auch hier natürlich wieder mehr Carber Damage drauf haben wollen. Auf 105 dann das gleiche mit Mythic Silver Stick. 20% HP, 15 STH, 10 Block. Und auf 120 dann haben wir erstmal die Möglichkeit, dass wir tatsächlich wählen könnten zwischen Bloody Obsidian Stick und Bloody Stick. Hier kommt es halt wieder drauf an, wie ihr von eurem Equipment aus aufgestellt seid. Man kann definitiv den Bloody Stick nehmen. Der sorgt dafür, dass ihr euch einerseits durch euren Schaden erstmals heilen könnt. Außerdem steigt eure Heilung, auch euer Schaden steigt hier tatsächlich und natürlich eure Cast Time, also alles eher offensive Werte bis auf die Heilung. Und beim Bloody Obsidian Stick seid ihr halt bei der rein defensiven Variante. Könnt ihr halt im Endeffekt auch wieder gucken, wenn ihr ein Revenio-Set habt, vor allem ein sehr gutes Set, dann könntet ihr hier theoretisch beide Sticks rocken und selber entscheiden, welcher von beiden euch besser taugt oder ihr könnt theoretisch noch mit Mythic Silver Stick spielen und sagen, okay, selbst mit dem kann ich tanken. Dann wüsstet ihr theoretisch, okay, ich brauche nicht zwingend den Bloody Obsidian Stick und man könnte probieren vielleicht den Bloody Stick, aber das kommt wieder stark darauf an. Grundsätzlich die sicherere Entscheidung wäre definitiv der Bloody Obsidian Stick und der Bloody Stick wäre dann halt die offensivere Entscheidung, wenn man weiß, oder man hat einen Supporter am Start, der einen healen kann, dann könnte man hier auf den Bloody Stick gehen. Im High-Level wäre dann definitiv die offensive und die stärkste Variante, was Schaden angeht, der Stick of Fairness. Der gibt uns im Endeffekt die gleichen Werte wie der Bloody Stick. Heilt uns leider nicht mehr für den Schaden, den wir austeilen, aber hat die Chance, Wasserbombe Schaden zu machen. Wasserbombe ist einfach ein Skill, der von der Waffe selbst getriggert wird, der auf unserem Hauptattribut basiert, also aka unserem Level. Und der sorgt einfach dafür, dass wir noch mehr Schaden machen, also wäre hier wieder die offensive Variante. Und der Lusaka-Stick wäre wieder die defensive Variante. Der hat einerseits den Vorteil, dass er wieder extreme defensive Werte bringt und die Chance hat, den Skill Stun auszulösen, also basically ein zweites Stonehand. Auch hier wieder extrem nice natürlich, defensiv. Man ist mit dem Stick wahrscheinlich nahezu unsterblich oder sorgt auf jeden Fall dafür, dass die hohe Wahrscheinlichkeit zu sterben reduziert wird. Also man hat eine hohe Wahrscheinlichkeit zu überleben und entsprechend ist das hier der ultimative Verteidigungsstick. Allerdings sind beide Sticks momentan fast unbezahlbar, entsprechend eher Late-Game relevant. Ja, dann kommen wir auch schon zur Gameplay-Demonstration. Also, ich zeige euch jetzt mal das Einfachste, was man machen kann. Ihr pullt einfach mit dem Stick, castet zwischendurch mehr Carber, könnt dadurch schon mal ein bisschen Schaden verursachen, lauft rum, sammelt so viele Monster, wie ihr denkt, dass ihr schafft, oder wie ihr hoffentlich schafft, oder wie ihr wisst, dass ihr schafft, wie auch immer. Und dann bleibt ihr irgendwann stehen, macht mehr Carber, heilt euch, Pref nicht vergessen, GT nicht vergessen, Stonehand muss immer laufen, immer mehr Carber auf Cooldown spammen, gucken, dass die HP reichen, Pref rebuffen, wenn es wieder ausgelöst wurde und so weiter. Also ihr müsst einfach immer euren HP-Wert bzw. euren Pref und so im Auge behalten, immer mehr Carber casten, zwischendurch, wenn ihr nichts zu tun habt, healen. Das ist so der absolute Standard AOE Ringmaster. Was kann man jetzt aber anders machen? Das habe ich nämlich am Anfang schon mal erwähnt. Man könnte jetzt natürlich von diesem Standard abweichen. Also ich denke, dafür braucht man jetzt nicht so viel erklären zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist wirklich ziemlich simpel. Da kann man nicht viel falsch machen. Das muss man einfach üben. Vor allem ist wichtig, ihr müsst wissen, wie viele Monster könnt ihr tanken. Das ist extrem wichtig. Und wie gesagt, ihr dürft eure Buffs und eure Werte niemals aus den Augen lassen.
Achso, was ich jetzt gerade noch vergessen habe, natürlich ist hier Holy Guard und Barrier. Holy Guard sehe ich gerade, habe ich gar nicht auf der Leiste. Also ich persönlich würde es wahrscheinlich tatsächlich so machen. Ich würde pullen, stehen bleiben, dann Barriere des Lebens, Merkaba, vielleicht sogar Merkaba vor Barriere des Lebens, je nachdem. Dann, wenn ihr seht, Barriere des Lebens ist weg, dann macht ihr Holy Guard. Ist einfach nochmal dieser zusätzliche Protective Skill. Aber wirklich wichtig ist, dass immer Merkaba läuft, immer Pref am Start ist und da kein Risiko besteht. Und das ist im Endeffekt das, was ihr machen müsst. Das sind die Skills, die wir vorher durchgesprochen haben. Das ist so der Standard. Läuft natürlich noch besser, wenn ihr von einem zweiten AM gehealt werdet. Dann müsst ihr euch selbst nämlich nicht aufs Healen kümmern. Dann könnt ihr euch selber aufs Damage machen und aufs Casten konzentrieren. Wobei Merkaba so einen langen Cooldown hat, dass man da eben, naja, jetzt nicht so viel machen kann tatsächlich. Also man ist mehr oder weniger gezwungen, zwischendurch zu healen oder irgendwas anderes zu machen. Einfach aufgrund des langen Cooldowns. Ja, aber man kann jetzt natürlich von diesem Spielstil noch ein bisschen abweichen. Man kann das Ganze extrem kompliziert spielen und zur absoluten DPS-Perfektion, sag ich mal. Und zwar ist es ja so, dass ihr bei Merkaba einen 7-sekündigen Cooldown habt. Und es gibt ja noch einen Assist-AOE-Skill namens Burst Crack. Und hier wird es jetzt tricky. Ich könnte jetzt tatsächlich, und das funktioniert wahrscheinlich wirklich nur, wenn ihr noch einen zweiten Supporter habt, der euch healt, weil sonst wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu kompliziert oder zu risikoreich, aber da könntet ihr natürlich auch einfach weniger Monster pullen, wenn die zu viel Schaden machen würden oder so. Aber was ihr machen könnt, ist quasi, ihr castet Merkaba, switcht dann auf Knuckle und Shield und dann fangt ihr an, Burst Crack zu spammen. Also ihr habt quasi irgendwo auf der Leiste hier Burst Crack mit Knuckle und Shield und Stick daneben, wechselt auf Knuckle und Shield, macht zum Beispiel einen Action-Slot mit Burst Crack, dann wechselt er wieder auf Stick, macht Merkaba, macht wieder Pref, falls es getriggert wurde, wechselt zurück auf Knuckle und Shield und macht weiter Burst Crack. Das ist ein extrem anstrengender Spielstil. Das ist wohl der anstrengendste Spielstil, komplizierteste Spielstil im ganzen Spiel. Fordert halt extrem viel Reaktionszeit oder ihr müsst die gesamte Lage immer im Auge behalten. Ihr dürft halt auf keinen Fall sterben. Plus es ist nahezu unmöglich, ohne zweiten Ringmaster das Ganze zu machen. Zumindest wenn ihr unverändert pullen wollt, also genauso viele Monster pullen wollt wie ein normaler AOE-RM, der das nicht macht, dann braucht ihr eigentlich unabdingbar einen zweiten Ringmaster, der sich hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich um das Healing kümmert, während ihr euch um den Damage kümmert. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Für Free-to-Play-Spieler würde ich es jetzt eher nicht empfehlen. Wenn ihr euch irgendwann mal langweilt, das AOE-RM, und euch denkt, ach Mann, es ist so langweilig, ich will mehr tun, ich will mehr machen, dann kann man das Ganze mal ausprobieren. Das Problem ist allerdings, ihr braucht halt doppeltes Equipment, weil euer Knuckle und euer Schild dürfen dann natürlich nicht absoluter Ass sein, also jetzt nicht irgendein NPC-Schild oder NPC-Knuckle nehmen, sondern es sollte dann schon jetzt beispielsweise auf Level 105 oder auf 120 das Äquivalent sein, also Mythical Silver Knuckle oder Bloody Obsidian Knuckle und natürlich auch kein 0815 Schild, sondern möglichst ein Schild mit Blockrate und das verursacht natürlich extreme Kosten, wenn ihr dann 2 Sets von Waffen habt, also ist meiner Meinung nach nicht so sehr zu empfehlen. Wenn ihr das Geld habt, wenn ihr die Langeweile habt und euch denkt, das will ich aber machen, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen, aber ist schon sehr anstrengend, also nicht sehr empfehlenswert, wenn man sowieso schon mit dem AOE-RM an sich gut zu tun hat. Ja, und das war eigentlich so ziemlich alles, was ich zum AOE-RM zu sagen habe. Also der einfache AOE-RM ist verhältnismäßig simpel. Er hat zwar relativ viele Skills, die man casten kann, aber wenn man da einmal in der Routine drin ist, mit Barrier, mit Holy Guard, mit Healen, mit Pref und so weiter, wenn man das einmal so im System drin hat, sollte es eigentlich nicht so schwierig sein. Und wie gesagt, leichter wird es vor allem dann, wenn man sich einen zweiten Ringmaster zur Hilfe holt, einen Supporter, der einen healt oder mit einem AOE, mit einem AOE, meine ich natürlich, dann ist es eigentlich sehr, sehr chillig. Wenn ihr weitere Fragen, Anregungen, Feedback habt, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.